Habt ihr auch Lust auf eine Game Show, bei der es um gar nichts geht, nur um Spaß? Hätte ich dabei. Herzlich willkommen bei 1 gegen 1. Eins gegen 1, das Duell. Die neue Game Show. Jetzt im 1 gegen 1. Oana Nikiti gegen Nico Schulz. Hier kommt unser Moderator, Florian Ambrosius. Wir spielen 3 Spielrunden mit 2 wirklich tollen Gästen. Die stehen hier schon, aber ihr könnt sie nicht sehen. Aber jetzt, kommt mal rein. Oana Nikiti ist da. Komm, einmal muss ich es machen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Nico Schulz ist da von Borussia Dortmund. Das wird eine tolle Spielrunde, bin ich mir total sicher. Kanntet ihr euch schon vorher? Nicht persönlich, nein. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Ihr werdet euch ja jetzt kennenlernen in 3 Spielrunden. Bevor wir loslegen, möchte ich euch einen Mann vorstellen, der die Spiele gleich kommentieren wird, wie kein zweiter. 30 Jahre lang hat er die Formel 1 bei RTL kommentiert und Nico muss schon schmunzeln, er weiß wahrscheinlich, was auf ihn zukommt. Heiko Wasser, habt ihr da eine kleine Geschichte mit Nico Schulz oder wie? Nee, wir haben uns nur gerade so mal kurz beschnuppert und ich habe ihm gesagt, er darf auch Widerworte geben. Also wenn irgendwas nicht passt, ich bin anders als der Trainer, kann er mir auch ruhig sagen, halt die Klappe. Gilt natürlich auch für Oana. Und wer Oana kennt, der weiß, die haut auch schon mal einen raus, ne? Ja, wenn es nötig ist. Okay. Das sind eure Smartwatches für gleich. Wir Ja. wollen eure Pulsfrequenz zwischendrin mal messen und gucken, wie es so aussieht bei euch. Es wird ja spannend, ne? Es ist schweißtreibend hier, anstrengende Spiele. Und ja, wenn man ein Spiel verliert, geht der Puls vielleicht auch mal hoch. Wollen wir mal gucken. Schauen wir mal, ne? Dürft ihr schon mal anlegen, Okay. die Smartwatches. Und dann gehen wir direkt rüber zur Spielrunde Nummer 1. Oana darf tanzen, wenn sie möchte. Ich gehe. Natürlich. Ja, mit dem Direkt Tanzen. Spagat, ich lege gleich los. Hier wartet das erste Spiel auf euch und im ersten Spiel könnt ihr einen Punkt ergattern. Das erhöht sich dann pro Spielrunde. Im zweiten Spiel gibt es 2 Punkte, im dritten Spiel, im letzten Spiel dann 3 Punkte. Stellt euch ruhig schon auf eure Position. Oana bleibt drüben, der Nico kommt hierher. Das hier ist ein Saugroboter. Was kann der? Der kann sauber machen, aber was kann er auch? Der fährt ja. Er kann fahren. Ja. Genau. So. Das hier ist ein Papierkorb. Ja. Und wozu der gut ist, das lese ich euch jetzt mal vor. Unser Saugroboter fährt mit dem Papierkorb Huckepack über das Spielfeld. Mal ist er näher an eurer Markierung, so wie jetzt, mal weiter weg. Und eure Aufgabe wird es sein, die Papierblätter, die hier liegen, einmal blau für Nico, Oana freut sich schon, da weiß für Oana, zu zerknüllen und zu versuchen, so viele wie möglich in den Papierkorb zu werfen. Gewonnen hat, wer zuerst 3 Treffer landet. Warum freust du dich so? Ich habe Spaß, ich liebe Spiele. Wir spielen so lange, bis eine von euch 3-mal getroffen hat. Okay? Also gebt Gas. Taktieren kann man da auch so ein bisschen. Wir hatten auch schon jemanden, der in der Probe zum Beispiel einfach mal geknüllt hat am Anfang, um ein paar Bälle auf Vorrat zu haben. Könnt ihr euch überlegen. Damit lasse ich euch jetzt allein. Wir spielen Paper Toss bei 1 gegen 1. Los geht's. Und schon ist er unterwegs, unser Können wir gleichzeitig? Roborock. Können wir gleichzeitig Emma, so werfen? schnell es geht. Wenn Okay. du 3 triffst, ist Spiel vorbei, Oana. Der Roborock S6 Max V, den gibt es natürlich in der 1&1 Vorteilswelt auf Wunsch zusammen mit einem 1&1 Highspeed DSL-Anschluss. Also wenn Sie jetzt das nicht zum Spielen brauchen, sondern wirklich mal einen sauberen Boden wollen, der war schon gar nicht so schlecht von Oana und da ist der erste Oh, drin. gleich 2. 2 Guck mal, jetzt zu wird's 0. down. Jetzt muss Nico nach. 2 zu 1. Komm, Ganz Oana. knappe Geschichte. Ah, der ist knapp. 2 zu 1 ist Oana vorne. Uiuiui. Und das hat er sich riecht- da so ein bisschen verzockt? Das riecht nach einer kleinen Sensation gleich schon im ersten Spiel. Tanzt sie ihn aus. Tanzt die Choreografin und Tänzerin, die so oft die Massen Nein. Oh, der war ganz knapp. bei Let's Dance bezaubert und verzaubert hat, tanzt sie hier heute Nico Schulz aus. Wenn wir im Stadion wären, dann gäbe es jetzt natürlich den Applaus, den er kennt. Dann gäbe es den langgezogenen Schulz! Okay, ihr 2, das ist wirklich spannend hier. Also, dass da 2 so schnell getroffen werden. Ja, jetzt weiß der Nico auch nicht mehr, soll ich wirklich etwas fester knüllen, damit ich eine bessere Flugbahn hinkriege, oder muss ich mich beeilen? Denn ein weiterer Treffer von Oana, das Wort hat keiner gehört, und das Spiel ist zu Ende. Da ist die Chance. Da ist die Chance. Da ist er! Yes! Boah. Stark. Das muss man Also. Ja, guck mal auf deinen Oh, Puls. ich habe keine Ahnung, wo man guckt. Pass auf. So, was haben wir? Heiko, was schätzt du? Ich kann nichts mehr sagen, ich habe gerade einen Hörsturz, weil Oana mir dermaßen ins Ohr gebrüllt hat. Und das war witzig. Also Puls war bei 101, ist dann hoch
gesprungen nochmal auf 113, aber guck mal, Oana ist trainiert, geht jetzt schon wieder runter. Jetzt bin ich wieder zufrieden. Ja. Wie ist bei dir? Meiner ist relativ entspannt. 86. Ja, aber als sie 2 getroffen hat, da war er über 100, aber 100%. Ja, ging sehr schnell Ne? mit den beiden, ja. Wirklich so. Okay, ja guck mal, so schnell geht das hier bei 1 gegen 1. Oana legt vor, führt 1-0 nach Spiel Nummer 1. 2 Spielrunden haben wir noch. Heißt noch Da nix. drüben wartet die nächste Runde. Kennt ihr beide bestimmt. Kommt mal Los mit. geht's. Ja, das sagt der Trainer auch immer. Man muss von Anfang an voll fokussiert sein. Ja, also die ist so. ersten Minuten jeder Halbzeit darf man nicht verschlafen. Man muss sofort bei 100% sein. Und jetzt braucht man eine ruhige Hand. Eine ganz ruhige Hand und das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach nach dieser Nee. ja, recht aufbrausenden Runde 1. Ne? Wir spielen Riesen-Jenga und da ist in der Tat eine ruhige Hand gefragt. Zieht abwechselnd oder schiebt jeweils einen Holzklotz aus dem Turm und legt diesen an eine der 3 möglichen Positionen auf die Turmspitze. Von der Spitze selbst dürft ihr niemals einen Klotz ziehen. Oberste Ebene ist also tabu, die wird nicht gespielt. Ihr dürft vor eurem Zug die Beweglichkeit der Holzklötze durch Berühren oder Abklopfen überprüfen. Ja? Bewegt sich da was? Okay? Darf man, ja? Das dürft ihr. Klötze könnt ihr ziehen oder schieben. Ihr dürft dabei allerdings benachbarte Klötze nicht mit der Hand abstützen, mit der anderen. Ja. Heißt, wenn Okay. hier einer frei wäre oder hier, dürfte Ja. ich hier nicht abstützen. Okay? So, stürzt der Jenga-Turm ein, ist das Spiel verloren. Klar. Mhm. Okay? Ich liebe Jenga. Ich finde das auch gut. Nico liegt hinten, deswegen fängst du in dieser Spielrunde an. Ein Satz noch zu dieser Matte hier, zu dieser Plattform. Die dürft ihr bitte nicht betreten Oh, während okay. des Spiels. Okay? Das ist natürlich... Wir spielen Riesen-Jenga bei 1 gegen 1. Nico legt vor. Bitteschön. Gut, dann fangen wir doch mal an. Ja, das ist ein beliebtes Trainingslagerspiel beim BVB, wie natürlich auch bei vielen anderen Vereinen. Und Nico hat sofort schon eine Böse, Schwachstelle böse, gefunden, böse. soll heißen einen leicht auszulösenden Balken, das ist immer wichtig. Und dann Okay. kommt es natürlich nicht nur darauf an, ihn rauszuholen, Wow. sondern man muss ihn auch taktisch gut oben Ich gehört, platzieren. die ist ein bisschen einfacher zu. Ja, das ist ja aber auch immer, wie die liegen. Ne? Also Statik, Ja, ist da das was ist- frei zwischendrin. Deswegen ist es gut, dass man auch mal abklopfen kann. Ne? Manchmal sind die in der Tat sehr frei, die Klötze. Ja, manchmal kann man auch einen so seitlich raus, wie so ein Winkearm so raus. Also an einer Seite kurz antippen und dann so rausdrehen. Das geht auch. Ja, das sieht gut aus. Guck mal, ruhige Hand. Und die Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, Heiko, hat Nico Schulz jetzt Outfit-Vorteile bei diesem Spiel? Ja, meinst du, weil Oana doch mit ihrem Kostüm, wie ich das mal vorsichtig nennen möchte, vielleicht ein bisschen knistert und ein bisschen Wind macht? Oder meinst du, dass sie sich nicht so gut bewegen kann? Das meine ich. Ne? Ah, das glaube ich nicht. Also die Frau kannst du Alright. anziehen, mit was du willst. Die wird sich immer fantastisch Okay, jetzt wird's bewegen. spannend. 3-mal für Rumänien bei der Tanzweltmeisterschaft, bei Let's Dance mitgetanzt, Der war zigmal, 2019 und 2020 in der Jury von DSDS. Also deshalb, wir können heute erzählen, was wir wollen, Florian. Okay. Die ist ja. Dieter Bohlen gewohnt, die können wir eigentlich nicht aus der Ruhe bringen. Da hast du natürlich recht. Sieht alles sehr stabil aus. Ja, Also wir Okay. haben das auch schon schwieriger gesehen Die und Frage, komplizierter. poker ich, um diesen Stein hier rauszuholen? Naja, es macht's, also wenn er stehen bleibt, Oana, ne, Ja. wird es für Nico richtig tricky. Sollen wir es kurz machen? Wir haben übrigens, Klopf doch mal ab. wir haben Klopf doch übrigens mal ab. angefangen mit 19 Stockwerken und der Weltrekord steht bei 40 Er Level. lässt frei, dich ne? rausziehen. Er liegt frei. Er lässt dich Ja, rausziehen. deine Entscheidung, ne? Ah. Okay, warte, ich muss mich Also, erst mal beruhigen. denk immer dran, rausziehen allein reicht nicht. Du musst Ja, ihn auch ist noch klar. wieder loswerden. Ne? Du musst ihn auch schon noch irgendwo wieder ablegen. Ich atme jetzt für dich, dann kannst du dich auf das Ziehen konzentrieren. Aber guck mal, die ist voll im Tunnel. Bitte mal die Hand halten, zu spät. Hui. Handhaltung der linken Hand war interessant gerade, Oana. Denk dran, 5 Sekunden muss der Turm stehen, nachdem du abgelegt hast. Und zwar, Also weißt du, jetzt weiß ich, woher sie dieses Gefühl hat. Das muss ich einfach mal ganz kurz sagen. Das liegt den Rumänen im Blut. Denn wir bei Borussia Dortmund, wir hatten von Wenn er es jetzt 1982 schafft, dann bis hab ich ein Problem. 1988 Marcel Wenn er das Raducanu. jetzt schafft, nein. Warum? Und mit welcher Leichtigkeit? Das ist total... Nein, das ist total unfair. und weiter Nein. steht der Jenga-Turm bis Nein. hierhin. Natürlich legt er das in der Mitte. So, jetzt von
von lateinamerikanisch zu Standard oder von Standard zu lateinamerikanisch? Jetzt ist Oder Paso Doble. ist jetzt Polonaise? Polonaise Yes. ist es. Fühlt sich das wie Polonaise an. Boah. Wir müssen den Druck noch erhöhen. Also wenn Nico das gewinnt, muss ihm Oana wenigstens eine Hebefigur beibringen. Wie gut, dass wir das aufzeichnen. Es ist auch sowas wie ein Bewerbungsvideo für die Jenga-Nationalmannschaft. Okay. Ja, vor allem ist gut, dass wir das aufzeichnen, weil wir dann jederzeit auch nochmal diese Warnung mit den Herztropfen und bitte, ne, wenn Sie ein schwaches Herz haben, dann gucken Sie jetzt weg, weil jetzt stürzt der Turm gleich ein. Das sage ich jetzt natürlich nicht, weil Oana jetzt gerade ein Holz ablegt. Das war jetzt ganz wertneutral. Das war nur so blind in den Bleibt. Raum gesprochen. Bleibt. Nico nimmt. Nicht dein Ernst, Ja, nicht. bitte. Hör auf mit solchen Sachen, bitte. Aber Oana, du bist auch so Challenges findest du gut. Oh, Ne? ich liebe Das es. merkt man total. Also das finde ich bin super. so dabei. Ja. Also ich denke, so Leistungssportler bleiben immer Leistungssportler. Hast du das auch im Alltag so, wenn du Absolut. mit Freunden oder so unterwegs bist? Komm, Ja. wir machen mal hier, wirf mal Papier in den Papierkorb. Ja, Wir machen Spieleabende, wir spielen auch so unter Freunde Poker und da bin ich mit meinem Mann, da sind wir nicht mehr zusammen. Nicht beim Poker und nicht bei Spielen. Voll Nein! Aber apropos, wirf mal Papier. Weißt du, dass ab morgen in ganz Deutschland die Saugroboter alle einen Zweitjob haben? Also die müssen nicht nur noch die Bude sauber machen, Stark. sondern ab morgen stimmt. Echt stark. steht auf jedem Boah. Saugroboter ein Papierkorb und Deutschland wirft Papierkugeln. Okay, das ist jetzt natürlich super spannend. Ja, der Nico, wenn die Oana dran ist, der lauert hier wie vor so einer Ecke des Gegners. Ja, Der weiß genau. Ja. Das ist halt so, weißt du? Oha. Jetzt musst du dir Wolltest du vorstellen. mal hochheben kurz? Nico, den jetzt Turm? musst du dir vorstellen, jetzt kommt die Tafel mit der Nachspielzeit. Noch 4 Minuten. Ja, ja. Und das ganze Stadion, 81.365, schreien den BVB nochmal nach vorne, schreien Nico Schulz nach vorne. Ein langes Schulz! Und er hatte ihn und er geht weiter nach vorne und er flankt und er legt ihn butterweich. Oh, ist das gemein. Er legt ihn butterweich Boah, ist das vor die gemein. Füße der geschätzten Mitspielerin Oana Nikiti. Meine Damen und Herren, sollten Sie per Zufall in diese Sendung reingeschaltet haben. Sie sehen ein fantastisches Duell, das es so im deutschen Fernsehen noch nie gab. Fußballnationalspieler, BVB-Star Nico Schulz gegen Tänzerin und Choreografin Oana Nikiti. Und wir sind, glaube ich, bei 29 Stockwerken. Das ist so ein bisschen schwer für mich immer zu zählen, weil die Kameraperspektiven ja mal ein bisschen wandern. Und ich kann ja nicht einfach mal vorbeigehen und die einzelnen Abteilungen mal so antippen. Der Nico hat unten was gefunden, ne? Ich muss trotzdem in aller Ruhe überlegen. Irgendeiner muss halt sein, ne? Ja, aber nicht ich, hoffentlich. Ja. Dazu bin ich nicht bereit. Uha. Dazu bin ich nicht bereit. Also, kannst du dich noch erinnern, was sie gesagt hat? Was ihr Mann mitmachen muss, wenn sie pokern? Das war jetzt wieder dieser Ton. Nein, ich verliere dieses Spiel nicht. Ausrufezeichen. Ja. Also ihr habt echt eine ordentliche Geduld. Das Ist schon gut. Das ist Geduld schon habe stark. ich. Ja, Stark. sehr viel Geduld. Ja. Das ist schon, also ich sag mal, ab morgen steht bei Wikipedia hinter Jenga nicht mehr was Schriftliches, sondern einfach dieses Video von dieser Partie, weil besser kann man das Spiel nicht erklären. Mehr Dramatik kann man den Leuten einfach nicht nur 2 mitgeben. Fotos. Jenga-Marathon, 24 Stunden. Ja. Vielleicht ist es Nee. ein Eintrag ins Nee. Rekordebuch wert, man weiß es nicht. Oh, Nico. Also der Einzige, der mir spontan einfällt, der wahrscheinlich das noch länger könnte, wäre Joey Kelly. Der macht ja alles immer 48 Stunden. Wow. Bravo. Also Applaus. Ne? Wir haben ja kein Live-Publikum, ich klatsche jetzt mal. Da sind die Augen aber ein bisschen größer geworden gerade bei Nico Nein. Schulz. So, Er hat's. einmal angesprochen. Oh, aber das wird jetzt super knapp. Ja, muss probieren. Das No finde ich ja risk, das no Gute. Fun, Guck mal. Nico. Genau. Puh. Ja, Hei, das. Steht da dann auch? Ist die Ja, das Frage. ist die Frage, ne? Also man möchte eigentlich nicht, dass der einstürzt. Ne? So, jetzt du. So, jetzt du. Also, Schlimm. ich habe ja vor ein paar Minuten, Heiko, mal gesagt, so lange wird es nicht knapp. mehr dauern.
Jetzt meine ich das ernst. Ne? Oana, auf jeden Fall kann ich dir jetzt schon sagen, egal wie es ausgeht, du darfst dir einen Stein mit nach Hause nehmen und der Nico unterschreibt den für deinen Sohn. Großartig. Was ist denn Darüber würde sich mein Sohn sehr freuen. jetzt? Oh, oh. Man darf, wenn er ein bisschen ins Schwingen kommt, ruhig auch nochmal zurückzucken und ihn ein bisschen auspendeln lassen. Aber wenn man sich einmal für einen richtig entschieden hat, dann muss man halt mit dem dann auch weiterarbeiten, auch nach einer kleinen Beruhigungsphase. Und Nico, denk immer dran, der Trainer wird auch zugucken und wenn du da den Kopf drunter hast, wenn dir das Ding auf den Dates fällt, dann kriegen wir alle Ärger hier. Haben wir einen Helm irgendwo? Dann wird den zur Verfügung stellen. Ich dachte, du bist doch heute Morgen mit dem Fahrrad gekommen, oder nicht, Flo? Ja, genau. Ah, Ja, das ist jetzt ein bisschen knapp. Ja, der sieht gut aus. Wow, der schafft's schon wieder. Der Nico. Oh nein. Das ist das. Also keine Spur von Wahnsinn. Nervosität bei Nico Schulz. Wahnsinn. jetzt muss er nur noch drauf liegen bleiben. Was sagst du? Jetzt muss er noch liegen bleiben, sage ich. Ja, aber Ja, das ist ja bleib. dankbar da oben, ne? So. Ja. Auf ein neues, liebe Oana. Ja, Bei wie vielen Stockwerken sind wir? Vorhin waren wir bei 29, aber ich konnte mir ja keine Markierung dran Komm, machen. ich zähl mal. Zähl 1, doch 2, mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 6, 7, 8, 9, 30, 1, 32. 32. Also der Weltrekord bei kleinen Jengas liegt bei 40 2/3 Ebenen. Also 40 komplette und dann 2/3 und dann ist er eingestürzt. Das war eben so ein Weltrekord in Sachen Höhe. Es gibt aber auch, dass man das Spiel auf Tempo macht. Und dann, ja. dann geht es darum, zu zweit 30 Etagen zu spielen. Also man muss den Turm auf 30 Etagen bringen. Immer abwechselnd, ein Spieler darf einen Stein rausnehmen und das macht man als Team. Okay. Und Tyler und Ryan Measle haben 2014 in 2 Minuten jetzt wirklich- 51 2,51 30 Etagen gebaut. Das ist der offizielle Weltrekord aus dem Guinness-Buch der Rekorde für normales Jenga und ab morgen oder sagen wir mal ab der nächsten Drucklegung steht dann im Guinness-Buch der Rekorde Nico Schulz und Oana Nikiti bei Riesen Jenga 4 Tage, 32 Minuten und 9 Meter. Auch bei 1 gegen 1 sammelst du Titel, Heiko. Ja, Es absolut. ist so. Und du, um was sagst du am Anfang noch? Die Show, wo es um nix geht. Ja, man kann hier ins Guinness-Buch der Rekorde kommen. Wir passen das an. Da ist vorbei. Da ist es vorbei. Schade, schade, schade. Applaus für beide. Ey, stark. Stark, ihr zwei. ja, war Aber gut. War sehr jetzt, gut. oh Anna, du darfst ihn aber jetzt mit einem Tanzschritt in Hüfthöhe darfst du ihn jetzt komplett wegräumen. Komm bitte. Darf ich? Denk an die Kamerakollegen. Sehr schön. Also damit ist es dann auch ganz offiziell 2 Punkte gehen an Nico Schulz. Damit geht der Nico in Führung 2-1 vom letzten Spiel. Kommt rüber. Wir spielen eine flotte Partie Memory. Kennt ihr alle? Ja? Memory. Nico, Ja. du kommst hier rüber. Oana, du bleibst hier. Oana liegt hinten. Du darfst die ersten 2 Bilder aufdecken. Bitte vollständig aufdecken. Hast du ein Paar, behältst du das Paar und darfst weiterspielen. Ansonsten bist du dran, Nico. Wer am Ende die meisten Pärchen hat, gewinnt das Spiel. Und bitte, los geht's. Okay. Memory bei 1 gegen 1. So gut in Memory? Sehen wir gleich, ich schon länger nicht mehr gespielt. Okay, darf ich es umdrehen? So, und auch immer so, dass der... Kaffeemaschine und eine Drohne. Und jetzt wieder zurück, weil ist ja kein Und Nico. Pärchen. Ne? So. Das ist ein Smartphone. Und das ist ein Roller. Auch den kann man auf Wunsch dazu bekommen, wenn man entweder einen 1&1 Highspeed DSL-Anschluss oder eben eine 1&1 AllNet Flat, einen Handyvertrag sich holt. Erstes Und jetzt Pärchen. holt sich Oana ihr erstes Pärchen, weil sie eben wusste, wo war denn dieser Roller? Und dann hat sie den nächsten Roller aufgedeckt. Das ist natürlich dann gut. Ach, guck mal, das ist die Glück. Emma, das Clubmaskottchen des BVB, benannt nach Lothar Emmerich. Boah! Ein 3. Torjäger der 60er Jahre, Europapokal, der Pokalsieger hat er gewonnen 1966. Und mit Heiko, ganz Borussia. kurz.
holt Oana das nächste Pärchen, ist das Spiel hier vorbei. Und das ist jetzt. Und damit gewinnt sie. Damit gewinnt sie 4:2 in der Addition. Echt viel falsch gemacht gerade. So, da kannst du nichts machen, ja, so lange Jenga gedauert hat, so flott war das vorbei hier mit Memory. Ich hatte hier 2 tolle Kandidaten heute, hat es euch Spaß gemacht? Boah, aber riesig. Ihr wart Riesig super. Spaß gemacht. Danke für eure Zeit. Genau, Dankeschön. Glückwunsch geht's von Nico Schulz an Oana, von mir natürlich auch. Cool, dass ihr auch dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal bei 1 gegen 1. Macht's gut. Ciao.